Die Planung von Verkaufsorganisationen kann oft mehrere Tage dauern und ohne entsprechende visuelle Unterstützung ist diese oft sehr mühsam und erschwerlich. Genau für dieses Problem haben wir SalesNet entwickelt. SalesNet ist eine Software, mit der Sie einfach und intuitiv Verkaufsorganisationen und Händlernetze planen können. Mein Name ist Marcel Kirmann und ich bin Consultant bei der Firma Vigeogis. In den nächsten Minuten zeige ich Ihnen, wie Sie mit der Software SalesNet ganz einfach und schnell Händlergebiete hinzufügen können und Ihre Verkaufsorganisation anpassen. Dafür habe ich Ihnen bereits hier eine erste Simulation eingerichtet. Sie sehen, wir sind in der Hierarchie Sales Deutschland und auf der Planungsebene der Gemeinden. Im Vertriebsbaum sehen Sie hier an oberster Stelle den Verkaufsleiter, darunter den Regionalleiter und darunter die Händler. Wir wollen jetzt bei der Landeshauptstadt München einen neuen Händler anlegen. Dazu tippe ich hier München ein und mir wird direkt die Landeshauptstadt vorgeschlagen. Nun habe ich diese angewählt und es wird direkt auf den Kartenausschnitt von München gezoomt. Im nächsten Schritt möchte ich einen neuen Händler hinzufügen. Daher klicke ich hier oben auf dieses Hinzufügen-Symbol und der gesamte Gebietsstrukturbaum wird mir nochmal vorgegeben, wo ich direkt sehen kann, okay, der Herr Schneider ist entsprechend mein Verkaufsleiter und der Herr Krämer dementsprechend mein Regionalleiter. Deswegen lege ich auch unter dem Herrn Krämer den neuen Händler an mit dem Namen Kirmann. Klicke hier auf OK, speichere das Ganze und nun sehen Sie auch direkt, dass sich die Karte aktualisiert und in der Landeshauptstadt München gelb hinterlegt wird mit dem Herrn Kirmann. Wenn ich hier ein bisschen weiter runter gehe, kann ich mir auch noch meine Potenzialkennzahlen einblenden lassen. In dem Zusammenhang die Kunden, wo ich direkt hier so ein schönes Chart sehen kann, wo ich direkt sehe, Herr Kirmann hat es beispielsweise 125 Kunden übernommen. Im nächsten Schritt möchte ich natürlich noch weitere Gemeinden den Herrn Kirmann hinzufügen. Dazu wähle ich nordöstlich von München ein paar Gemeinden aus, wie beispielsweise hier Garching, Ismaning, Unterföhring, Aschheim. Im nächsten Schritt kann ich ganz einfach und intuitiv mittels Drag and Drop die Gemeinden auf meine bestehende Händlergemeinde ziehen. Alles aktualisiert sich auf einmal und Sie sehen direkt, wie die neuen Gebiete hinzugefügt werden. Zusätzlich sehen Sie hier links, wie natürlich auch das Potenzial ansteigt mit den Kunden und dementsprechend die Differenz bei dem Herrn Kliemann, wo davor Kunden abgezogen wurden. Wenn ich jetzt mit der Planung fertig bin, kann ich hier diese Simulation speichern. Die so erstellte Simulation mit den geänderten Zuständigkeiten, wie Sie sie jetzt beispielsweise hier sehen, kann nun in einem nächsten Schritt komplett neu analysiert werden und via Reports zu jedem Außendienstmitarbeiter anderen Kollegen zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, diese Simulation mit Ihrem Kunden zu teilen. Weitere Funktionen wie die Planung überlappender Gebiete, die Planung von neuen Gebieten oder die Umstrukturierung von Händlernetzen kann ich Ihnen nachstehend in einer Live-Demo gerne präsentieren. Wichtiger Hinweis für Unternehmen mit SAP und Salesforce-Systemen: Wir können Ihre Daten über eine Schnittstelle in Vigeo SalesNet integrieren. Dabei können Sie dann Ihre Daten live und intuitiv anschauen und anschließend Ihre Verkaufsorganisation neu planen. Wenn die Planung abgeschlossen ist, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Daten wieder zurück ins Ausgangssystem zu spielen.